Ja, liebe Freunde, heute stellen wir euch eine Brom 39 vor. Wir haben uns schon viele Brom 39 angeguckt, aber diese ist in einem Top-Zustand und das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Mit 12,05 Meter Länge und 4,11 Meter Breite bietet das Schiff ausreichend Platz für eine Familie, auch mit Kindern, über längere Zeit drauf zu leben, ohne auf Komfort zu verzichten. Wir fangen vorne an. Die elektrische Ankerwinde ist Brom Standard und diese Brom hat vorne auch eine Bugleiter. Das heißt, die kann man ausklappen und auch von vorne einsteigen, wenn man mal nicht mit der Seite liegen kann. Die Brom ist mit Solar ausgestattet, das heißt auch am Wasserrastplatz, wenn man nicht am Landstrom ist, gibt es kein Problem. Bei Sonne ist man praktisch autark. Weiter hat die Brom eine Snipe 3 Satellitenschüssel. Die ist automatisch ausrichtend, aber nicht nachführend. In der Regel reicht das völlig aus. Wenn man nicht während der Fahrt Fernsehen gucken will, braucht man eine nachführende Schüssel nicht. Die hat so ein breites Sichtfeld, dass die an einem Liegeplatz wunderbar das Bild hält, ohne Störungen. Die zweistufige Leiter ist gebaut worden. Das ist keine Standardleiter, die man so kaufen kann, sondern die wurde von jemandem, der auch solche Rohre macht, extra angefertigt und ist etwas breiter als die normalen. Die blaue Kappe ist zweischichtig. Wir werden das später noch sehen. Von innen hat die eine ganz andere Beschichtung, sodass diese viel besser gegen Pilzbefall schützt. Eine Davids hat das Boot nicht, aber dafür zwei sehr schöne Fenderkörbe. Das macht optisch einiges her. Das Boot verfügt über modernste Technik, einen Autopiloten der neuesten Generation. Das sieht man hier am auch modernen Steuerungsgerät. Dann über ein Multifunktionsdisplay, ein Raymarine 12 Zoll Multifunktionsdisplay der neuesten Generation. 12 Zoll, das ist schon mal sehr gut. In den meisten Booten sind viel kleinere Geräte verbaut. Dann haben wir UKW-Funk, Trimmung und zwei moderne Veratron Tankanzeigen. Die haben den großen Vorteil, die können analog und digital. Das heißt, die empfangen das analoge Signal von den Tankgebern und wandeln das dann um in ein digitales Signal. Im Hintergrund arbeitet ein modernes Netzwerk, Seatalk New Generation, Seatalk NG. Und das wandelt die Daten und gibt die alle dann auch auf das Multifunktionsdisplay aus. Auch hier kann man dann den Tankgeber sehen, die Tankanzeige und kann dann sogar ein bisschen berechnen, wie viel das Boot an Diesel verbraucht. Hier sind drinne zwei TAMD 61A und die liefern 306 PS und bringen das Boot auf ca. 42 km/h Geschwindigkeit. Das ist ausreichend, um zügig zu fahren. Ja, das ist die Standardarmatur von Volvo Penta mit den Drehzahlmessern. Und hier oben sind alles schon neuere Instrumente eingebaut worden. Großer Ruderlageanzeige, Tiefenmesser, Wassertemperatur und modernen Veratron Tankanzeigen. Ein großer Kartentisch. Bildnummer der Brom C388. Wir befinden uns jetzt hier in der Plicht. Hier ist ein wunderbarer Tisch, den man aufklappen kann. Ja, die Bank kann auch geklappt werden, sodass man auch einen großen Bereich zum Sitzen und zum Essen hat. Also ist für ganz viele Personen ausgelegt. Auch hier kann man noch zusätzlich einen Tisch hinstellen und könnte auch hier eine lange Tafel machen. Jetzt kommen wir zu der Sitzbank. Im Original sind nur hier und links zwei ganz flache Sitzbänke verbaut. Und ich sage da immer Kindersitze zu, weil die sind so flach, dass man da eigentlich gar nicht vernünftig sitzen kann. Und hier in dem Boot ist eine zusätzliche Chromstange angebracht worden, in 10 cm Höhe ungefähr. Und die Sitzbank ist hier in der Mitte vergrößert worden und die gesamte Sitzfläche ist nach oben gekommen. Und wir haben jetzt hier auch an der Seite entsprechende Polster, sodass man hier wunderbar und bequem sitzen kann. Das ist eine tolle Erweiterung dieses Bootes und macht das Ganze sehr viel komfortabler wie im Original.
Wie schon von außen gezeigt, ist die Kappe von außen blau und von innen ist sie mit Kunststoff beschichtet, also eine zweischichtige Kappe. Und das sorgt natürlich dafür, dass man die hier abwaschen kann und hat keine Stockflecken. Bei anderen Persiennings, die nur eine Lage haben, entstehen irgendwann durch die Feuchtigkeit im Frühjahr, Winter doch Stockflecken, die man dann nicht mehr wegkriegt. Kommen wir von der Treppe von außen in den Salon. Der ist riesig groß. Man hat hier ausreichend Platz, um sich zu bewegen. Und das Schöne ist, wir haben hier eine U-Ecke. Das heißt, für 2 Personen, jeder hat seine eigene Ecke. Und man kann hier auch wunderbar die Beine lang machen und sich ausstrecken. Und das Tolle ist, dass man von beiden Seiten, wenn man das möchte, in den kalten Wintertagen oder Frühjahrstagen auch wunderbar Fernsehen gucken kann. Man sitzt hier total gemütlich und hat dann wunderbar den Fernseher im Blick und natürlich von der Position des Kameramanns auch. Wer gerne Fernsehen guckt, der hat hier einen wunderbaren Raum. Aber auch wenn man nicht Fernsehen guckt, funktioniert das super. Ja, also ein riesiger Salon. Hier kann man wunderbar leben, ohne sich beengt zu fühlen. Die Polster sind nicht aus Leder und das hat für mich den großen Vorteil, Leder klebt im Sommer und man rutscht eigentlich immer weg. Man kann nichts drauf legen, ohne dass es wegrutscht. Und deshalb finde ich persönlich, sind Polster deutlich angenehmer als Leder. Das Boot verfügt hier oben auch über einen sehr guten Getränkekühlschrank. Man sieht, die wichtigen Sachen sind drin. Das ist ein Goodie, einen zweiten Kühlschrank zu haben. Gerade im Sommer ist das sehr angenehm. Das hier ist der Original-Brom-Tisch. Da kann man Flaschen auch reintun. Hat aber den Nachteil, dass man hier seine Füße nicht ausstrecken kann. Und in der Regel wird dieser auch durch einen hohen Tisch ersetzt, mit dem man die Füße runter ausstrecken kann. Und viele wollen ja auch hier oben essen und gar nicht in der Dinette. Und dann kann man auch gleich Fernsehen gucken. Das macht die Sache natürlich deutlich bequemer. Unter dem Salon befinden sich Motoren. Und ist ja ein Wellenantrieb. Und deshalb müssen wir jetzt in den Schlafraum eine Etage tiefer gehen. Man sieht hier, auch das ist ein riesiger Schlafraum. Mit Fernseher. Ja, auch dieses Bett ist etwas Besonderes. Die normalen Betten, man sieht das hier, die Betten haben eine Bettumrandung und da drin ist normalerweise die Matratze verstaut. Dieses Bett, man sieht hier deutlich, hat eine viel größere Matratze, die um die Umrandung drum geht. Das bedeutet, dieses Bett ist gut 20 cm breiter wie das Original, weil die Umrandung ausgenutzt wird. Und das macht natürlich einen riesigen, komfortablen Schlafbereich. Das Bett ist super für 2 Personen geeignet. Deutlich besser wie das Original. Auf der einen Seite des Schlafzimmers befindet sich ein separater Duschbereich. Das ist äußerst bequem, weil dann hat man keine nassen Toiletten, Waschbecken und so weiter. Das ist sehr komfortabel und ausreichend groß. Und auf der anderen Seite ist Waschbecken und Toilette separat. Und was man hier auch hat, ist die Beleuchtung. Hier sind schon neue Birnen drin, die deutlich energiesparender sind und deutlich heller. Ja, das war der große Schlafraum. Ausreichend Platz, fast wie zu Hause. Da muss man auf nichts verzichten. Die Birnen hier in dem Boot sind überall in LEDs, sodass man quasi kaum Strom verbraucht. Jetzt kommen wir in den Bereich der Küche und Dinette. Es gibt ja 2 Varianten, einmal mit und ohne Dinette. Bei der Brom 39 habe ich allerdings noch keine Variante ohne Dinette gefunden. Also hier hat man ausreichend Platz, um auch hier mit 4 Personen gut zu frühstücken, zu essen und Karten zu spielen, die Freizeit zu gestalten. Auf der anderen Seite ist die Küche mit einem 3-Platten-Gasherd, einem Grill und einem Backofen, einen großen
Spülbereich. Man sieht, das Boot ist eine Europa-Version, weil es hat ja die entsprechenden Europa-Stecker. Das Highlight dieser Küche ist der ultramoderne Kühlschrank. Der hat einfach Schiebefächer. Das heißt, man muss sich nicht bücken, um in die hinteren Bereiche des Kühlschranks zu kommen, sondern kann die einfach super öffnen und kommt an alles perfekt dran. Der Kühlschrank kann sowohl kühlen als auch gefrieren. Perfekt. Bei den alten Kühlschränken, wenn man ganz unten dran will, dann muss man sich auf den Boden legen, um in die hinteren Ecken zu kommen. Das muss man hier nicht. Und mit riesig viel Platz, einfach klasse. Man sieht ja hier die riesigen Scheiben, die unglaublich viel Sonnenlicht auf den Salon und die Küche werfen. Und man sieht hier am Holz, das ist noch die Originalfarbe. Und wenn man mal rüberschwenkt zum Wohnzimmer auf dieser Seite, dann sieht man dort die gleiche Farbe. Das liegt daran, dass hier normalerweise große Fensterplanen drauf liegen, die Löcher haben, sodass man von innen rausgucken kann, aber von außen nicht rein. Und die schützen das Holz vor Ausbleichen. In vielen anderen Booten, auch Broms, die wir besichtigt haben, ist dieses Holz fast weiß. Das sieht aus wie Fichte Tanne. So ist es von der Sonne ausgeblichen. Und hier sieht man noch die Originalfarbe. Also das ist ein ganz klares Merkmal für gute Pflege hier. Ja, bei der Dinetten-Version hat man zwei Türen, eine außen, eine innen, weil die Dinette dient ja auch als Schlafplatz und so dass man von diesem Schlafplatz auch auf die Toilette gehen kann, ohne die Schlafenden im vorderen Bereich zu stören. Diese Toilette dient auch als Dusche. Die Dusche ist vorgesehen, aber es macht natürlich keinen Sinn, hier zu duschen, da man hinten eine separate Dusche hat, weil gerade das eben beschriebene Problem, dass man hier alles vollspritzt und das muss nicht sein. Eine Dusche reicht. Aber wir können ihn jetzt durch die zweite Tür, kommen wir jetzt in den vorderen Schlafbereich. Dann hat man hier Schränke und einmal das V-Bett. Das ist natürlich etwas kleiner, weil die Dinette natürlich auch Platz wegnimmt, aber ausreichend zum Schlafen. Gerade für Gäste oder Kinder ist das hier ideal. Hier hinter ist die Ankerkette und Bugstrahlruder ist hier drunter. Das Boot verfügt über hydraulisches Bug- und hydraulisches Heckstrahlruder und ist somit voll ausgestattet. Und die Sicherheit ist damit gegeben. In allen Situationen kann man das Boot sicher manövrieren. Und mit zwei Motoren ist das sowieso schon ein hoher Komfort beim Fahren. Das Boot geht an den neuen Besitzer und vielleicht können wir in ein paar Jahren noch mal ein neues Video machen und dann sehen, was sich verändert hat an diesem Boot. Und ihr habt jetzt alle gesehen, das ist komplett ausgestattet. Hier drunter ist auch noch ein Generator, der auch noch zusätzlich für Strom sorgt, neben den Solarpaneelen. Also an Strom mangelt es hier nicht. Das Ganze hat hier drunter 360 Ampere Verbraucherbatterien. Vorne sind natürlich keine Batterien drin, weil es hydraulisches Bugstrahlruder ist, genauso wie das Heckstrahlruder hydraulisch ist. Dann sind hier noch zwei Starterbatterien. Also an Strom mangelt es hier nicht. Ein perfektes Boot für die Familie. Und hier kann man lange drauf Urlaub machen, ohne auf Komfort zu verzichten. Ich hoffe, der Rundgang hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst uns ein Like da und wir werden noch viele weitere Boote demnächst noch euch zeigen.